Hi guys, I'm working here on a wooden panel. It has been used before, of course. Just go over with some gesso and I'm working again. And today I will use, again, put a lot of layers on it, but to make it look more organic or even more unplanned, I'm not using a brush. Of course I use partially a brush, but to put the paint on I use some deli paper to make it look more organic, you will see. Of course, the background, a dark background, I start here with the brush. A bit of first burnt sienna and a bit of a dark brown, and here this azo, nickel, whatever it calls, this brown tones, and a bit more dark in the middle, but then I go on with my layers. And of course, I pressed the record button. I thought I did, but I pressed it off instead of on. It was running and I pressed it off. But doesn't matter. You get the idea, even though I was already far into my way. Yeah, you can see that there's already um, 2 or 3 layers of darker colors on top. I'm going on with lighter ones now. But that's my idea, just using this deli paper to get the paint off. And of course I'm using here a brush. It's a dry brush. And I use a glazing medium to blend out some of the paint, but basically I put it on with the paper just to get it on unintentionally. You know what I mean? I can't really control where, yeah, of course, sort of, but you know what I mean. I'm not totally, can't control it totally like I would with a brush. So, and that's what I wanted to do. Here I have this Titan Buff really big on, now blend it out with my brush and use the glazing medium again, and it's, you can blend it out much better. And the next good thing is it needs to dry much longer, so I have a lot more time to get something off with the same method, just using the deli paper, dab it in and get some paint off. Hallo ihr Lieben, ich werde euch heute diesen Canvas Board oder dieses Artboard zeigen, das ich bemale, und zwar, da war schon drauf gearbeitet, aber ich habe dann einfach wieder weißes Gesso drüber gepackt und fange nochmal an. Und zwar wollte ich diesmal auch wieder mit Lagen arbeiten, aber eben nicht mit einem Pinsel, sondern mit diesem Pergamentpapier. Das benutze ich einfach, weil man das mehrfach benutzen kann. Normales Papier kann man zwar auch nehmen, das ist aber schnell durch und da muss man neues Papier nehmen und noch mehr Papier. Und mit dem Pergamentpapier kann man ziemlich lange arbeiten. Da kann man immer wieder eine neue Farbe drauf machen und man kann es wunderbar hinterher benutzen, um es als Hintergrund zu nehmen. Natürlich mache ich hier oder blende ich die Farbe so ein bisschen aus hier und da mit einem Pinsel, das ist ein trockenen Pinsel, ich benutze, und ein Glazing-Medium, das ich auch noch benutze, einfach um die Farbe leichter auszublenden und außerdem die Farbe auch noch länger feucht zu halten, sodass ich sie auch noch nach einiger Zeit abnehmen kann mit dem Papier, also wenn ich Farbe wieder herunternehmen will, was ich dann auch mache. Und das macht es eben einfach. Es dauert sehr viel länger für die Farbe zu trocknen, wenn ich das Medium benutze natürlich, als ohne eben. Und das gibt mir die Zeit. Im Moment sieht es noch alles ziemlich durcheinander aus, aber es kriegt dann doch schon mehr Substanz dadurch, dass ich mich auf wenige Farben konzentriere. Viele Farben gucken natürlich dann hinterher noch aus dem Hintergrund heraus durch, was natürlich auch gewollt ist. Aber ich habe mich dann jetzt hier entschlossen, mich auf mein Pink zu konzentrieren, das Neon Pink, was ich natürlich absolut liebe, ihr wisst das ja, und das Teal dann später auch noch. Im Moment, ja, versuche ich aber immer noch ein bisschen was runterzuholen, hier und da.
Und ganz zum Schluss packe ich nochmal alles zusammen. Da kommt eine schöne Lage von dem Glazing Medium drüber. Und dann lege ich da nochmal Papier drauf und ja, rubbel das richtig stark ein, um noch Farbe abzunehmen. So, im Moment kommt jetzt hier noch so ein bisschen von diesem und jenem. Ich packe dann immer noch ein bisschen Gesso drüber. Einfach damit das Pink, das ja sehr durchsichtig ist oder sehr hell ist, einfach eine bessere Deckung hat und mehr leuchtet. Ganz einfach. You know, now in this state I still using my glazing medium, as you can see here. Did I say that? I use it because to get the paint or to blend the paint better and that the paint will be open longer. Yeah, because I want to take it off with my paper as well to, yeah, you have more texture, you know, especially visible texture. I quite like that. And I now decided I will go with the main colors, my neon pink, of course, I love it so much, and teal. What, of course, is a really good combination, you know that. It's one of my favorite combinations. So using a bit of white gesso here and there, that will be put into the background more later, so it won't be that light as it is at the moment. But that's just a step, you know, going on working again, blending everything out with my medium here. The glazing medium makes everything so much easier to blend it out and get some off. And but as I said, I at the end of the day decided to have my main colors here, my combination with the pink and the teal. So now I'm using my glazing medium here to cover the whole surface, and that means I want to bring the whole colors and paint together, and of course keep it moist that I can get something off later, because I will put some more colors on here and there. But this layer of glazing medium makes sure that I can take paint up later and it doesn't dry too quick. Ich habe jetzt hier die Schicht von dem Glazing Medium drauf gemacht. Ihr habt es gesehen, das habe ich schön verteilt auf der ganzen Oberfläche. Ich arbeite jetzt noch weiter mit ein bisschen Farbe hier und da, zum Beispiel mit dem weißen Gesso, das ich als Untergrund nehme, damit das Pink gleich schön strahlt. Aber das Glazing Medium, die Schicht, auf der ich jetzt arbeite, gibt mir dann natürlich die Möglichkeit, das später auch wieder abzunehmen oder einen Teil davon mit dem Papier, weil es natürlich länger feucht hält. Das Pink, ihr seht, ich arbeite hier mit meinem Finger, weil ich tatsächlich auf diesem Stück, ich wollte keine sichtbaren Pinselstriche haben. Das, also es kommt drauf an, es gibt Techniken, da mag ich Pinselstriche, da gehe ich so wirklich kreuz und quer drüber, aber in dem Fall wollte ich definitiv keine Pinselstriche und arbeite dann hier meine Hauptfarben, das Teal und das Pink mit meinen Fingern ein. So, nehme so ein bisschen ab hier und da, aber gleich nehme ich ein großes Stück ab mit einem dicken Stück Papier, das werdet ihr sehen. Und da gibt es dann wirklich eine super, super schöne visuelle Textur auch noch. Ein bisschen mehr bringe ich jetzt hier noch das Glazing Medium drauf und dann kommt das Papier drüber. Das ist das jetzt hier, so das drücke ich schön drauf. Das liegt jetzt schon eine Zeit da drauf. You know, this is the paper, the daily paper I want to take the paint off. I left it on for a bit and I of course take it off carefully that I'm not tearing too much of the paint off, not too many layers. But you can see on the left this yummy texture, love that. Hier auf der linken Seite diese Textur, liebe das. Das sieht einfach so schön scheppig aus. Einfach nur schön. Das ist genau das, was ich mag. Und ja, liebe das Resultat. Das war es einfach wert. So, hier habe ich jetzt nochmal, das ist weiß, von dem Golden Acrylic, das ist das High Flow in weiß, einfach habe ein paar Tropfen, habe hier ein paar Tropfen draufgepackt und jetzt noch
paar Sprenkler. Das lasse ich trocknen und dann arbeite ich mit einem Palettenmesser, um noch Linien drauf zu kriegen. You know, this is this high flow from gold and the white. I put some drops on and now some splatters after it dried. I'm using my palette knife here just to get some lines on to divide my board here. Just to, yeah, it makes it more interesting, and I think that's what it needs. And I will use some stencils on the right and the left, very little, not a lot, just to get some more black accents on it, just for the contrast. Here, that's a needle bottle. Scribble something down, no meaning, just a bit of scribble. Ich habe den jetzt hier noch ein bisschen mit der Nadelflasche drauf geschmiert. Nix, also sind keine Wörter, das hat keine Bedeutung, einfach so ein bisschen rumgeschmiert. Und benutze jetzt hier, ja, ist ein Buchstabe und Nummern. Nix, hat keine Bedeutung. Ich wollte einfach nur so ein bisschen schwarz als Kontrast noch drauf kriegen. Ich packe dieses Schwämmchen, da mache ich ganz, ganz dünne Farbe drauf und gehe dann Schicht für Schicht über die Schablone. Somit hast du einen wesentlich sauberen Abdruck, als wenn du zu viel Farbe nimmst. Das quetscht sich dann doch sehr leicht unter die Schablone und macht das Ganze unsauber. Also lieber ein paar Mal drüber gehen, Schicht für Schicht, und einen schönen sauberen Abdruck haben, als es zu versauen. Es sei denn, du möchtest es versauen. Das ist natürlich auch okay. So, ich gehe jetzt hier noch mit dem Palettenmesser rum und mache noch ein paar Linien hier, einfach um das Ganze auch aufzulockern, so ein bisschen sketchy aussehen zu lassen. Das gleiche mache ich auch gleich noch auf der anderen Seite. Da kommen noch ein paar Zahlen hin und ein Pfeil, und da mache ich das halt auch. Das sieht im Ganzen etwas aufgelockerter aus. So, you know, working here with the stencil, the numbers and letters, they haven't got any meaning. I start with very little paint on my little sponge here, so that the risk of squeezing some paint under the stencil is very low, so I get a very crisp and clean stenciling here. I'd rather go over it a few times than having it dirty and squeezed under. If you want to have it squeezed under, go for it. You can get nice effects, but in this case I wanted to have it very clean and neat. So this is a card, and on the other one I used a palette knife, if you could see. I put some lines on, some sketchy lines, just to have it, or let it look a bit more loose and not that static. And I think that's it. I will put here the edges. I will use actually this spongy roll, just to get, because when I use it and I squeeze it on harder, you will see that I get an edge around my painting, and that's what I wanted, because I think that's finished everything off. It gives a bit of contrast again, and that's what I was after. And the close-up is coming already. So, ich habe jetzt hier den Rand mit einer Rolle gemacht und nicht mit dem Pinsel, weil wenn man mit der Rolle ein bisschen fester aufdrückt, kriegt man so einen schönen Rand hier, wie ihr seht. Genau das wollte ich, um eben einen schönen Abschluss zu haben, auch in der dunklen Farbe. Und ich finde, das fängt diese leuchtenden Farben richtig schön ein. Und jetzt kommt schon das Close-up. Guys, I say thanks so very much for watching. I hope you like it. If so, please leave me a thumbs up, and a comment would be very much appreciated. And I hope I will see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Please still be careful out there, stay healthy, and never forget to be creative. So, bye bye guys. Ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt.
Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bitte passt weiterhin gut auf euch auf. Bleibt alle gesund und vergesst niemals das Allerwichtigste: immer kreativ bleiben. Und bis dann, macht's gut. Tschüssi.